Hallo Leute, willkommen auf der Insel Kalymnos. Ich befinde mich zurzeit nicht in Deutschland, sondern in Griechenland. Kalymnos ist circa 30 bis 45 Minuten mit der Fähre von Kos entfernt. Das heißt, hier kommt man auch nur mit der Fähre rüber. Eine sehr naturbelassene Insel, einer der weltbekanntesten Kletterinseln. Hier kann man auch sehr gut tauchen. Ich glaube, die Insel hat insgesamt 3.000 bis 4.000 Kletterrouten. Kalymnos hat einer der weltbesten Honige. Kein Witz, könnt ihr googeln. Also wenn ihr mal hier seid, müsst ihr unbedingt einen lokalen, kein Supermarkt, Honig probieren, ja. Genau. Ich genieße hier so meine freie Zeit. Das ist mein Apartment. Das zeige ich euch gleich. Ich bin hier alleine und ja, sehr niedlich. Eine sehr ruhige Insel. Zwar nicht so aufgestylt wie Santorini, aber die Insel hat sehr, sehr viel Charme. Gefällt mir sehr gut. Der Hahn kräht hier ab 5:30. Mein Wecker. Genau. Das ist mein Außenbereich, kann man sagen. Ich habe hier ein paar griechische Nachbarn, die sehe ich aber kaum. Ich drehe euch mal um. Ein paar Palmen sind hier. Oh, okay, kann ich nicht filmen. Genau. Und den Weg gehe ich ständig auf und ab. Also mein Walking Pad brauche ich nicht. Dieser Weg, der ist so steil, seht ihr. Also ich muss einmal da rum und dann nach unten. Der erste Strand ist hier 100 Meter entfernt. Ich habe 3 in der Nähe insgesamt. Und ja, dann zeige ich euch mal mein Apartment. Dieser Hahn. Ich habe hier eine der schönsten Sonnenuntergänge. Da drüben ist die Insel Telendos, da kommt man nur mit dem Boot rüber und da ist auch kein Straßenverkehr. Ungefähr 6 Minuten von hier und die Überfahrt kostet 3 Euro, das geht eigentlich. Genau, und das ist mein Balkon. Hier sitze ich jeden Morgen und jeden Abend. Ja, dann gehen wir mal rein. Fliegennetze, ne, sind so wichtig. Oder Mückennetze, ich bin so oft gestochen worden. Tada! Das ist mein Mini-Apartment, mein Bett. Ich bin gerade aufgestanden, wir haben 8 Uhr morgens oder so. Und ja, von hier kann ich täglich den Sonnenuntergang beobachten. Ich habe jeden Tag eine Reinigungskraft hier, die sauber macht. Und alle 2 Tage bekomme ich dann neue Handtücher, neue Bettwäsche und sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Dann habe ich hier einen Fernseher, Netflix, Amazon Prime, Starlink, Kleiderschrank. Eine Couch, ich habe nicht aufgeräumt, Leute, ne? Und das hier ist meine Küche. Ich habe hier eine Spüle, ein Herd, einen Kühlschrank, eine Espressomaschine, Mikrowelle, Wasserkocher. Habt ihr schon solche hier kleinen Pfirsiche gesehen? Die sind so zusammengepresst. Total niedlich. Ja, mehr habe ich nicht. Also meistens mache ich hier mein Frühstück selbst und danach gehe ich essen, ne? Also ich koche hier eigentlich gar nicht. Und hier befindet sich mein Badezimmer mit einer Dusche, dann hier die Toilette und Waschbecken. Ja. Und das war's. Und das ist mein Apartment. Ich finde für 2 Personen ideal, obwohl das hier auch noch eine Schlafcouch ist, die kann man ausziehen. Aber das reicht. Na, am besten ist sowieso der Meerblick, finde ich. Alles andere ist unnötig. Oder nicht unnötig, aber ihr wisst, was ich meine. Wunderschön, oder? Wunderschön, finde ich. Ja, und mehr kann ich euch gar nicht zeigen. Es ist sehr windig heute. Was heißt sehr, aber es wird sehr windig. Ich kannte die Insel vorher nicht und bin froh, hier zu sein. Ich habe noch ein paar Tage vor mir. Das heißt, ich werde mich zurückmelden, wenn ich in Deutschland bin. Bis dahin, ja, genieße ich hier so meine freie Zeit. Ich bin eingecremt, das heißt, ich werde gleich zum Strand laufen. Das ist mein Strandoutfit. Und das war's. Wenn ihr Fragen habt rund um Kalymnos, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und in Griechenland sagt man Yassas. Bedeutet Tschüss. Macht es gut.